Habt ihr auch manchmal Angst, die Kontrolle abzugeben? Witzigerweise gehen Angst und Kontrolle Hand in Hand. Das sind Partner, die sich nicht voneinander trennen können. Kontrolle gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Ein vermeintliches Gefühl von, ich regel das, ich kann das regeln und ich werde das ändern. Ich werde das nicht so hinnehmen, wie das ist und ich werde es kontrollieren. Das hat auch so eine Selbstwirksamkeit. Ich bestimme darüber. Aber es ist nur kurzfristig. Das ist nur ein kurzfristiges Gefühl von Erleichterung und Sicherheit. Und je mehr wir kontrollieren, desto mehr geht dieses Gefühl der Sicherheit verloren, spannenderweise. Je mehr wir versuchen, uns selbst und andere zu kontrollieren, desto weniger Sicherheit empfinden wir und desto mehr wollen wir kontrollieren. Und im Zusammenhang mit Angst, wenn ihr das kennt, wenn Angst euch in eurem Leben begleitet, kennt ihr das bestimmt. Je mehr Angst da ist, desto mehr möchte man kontrollieren. Und je mehr man kontrolliert, desto mehr Angst ist da und desto mehr möchte man kontrollieren und so weiter und so fort. Das ist ein Teufelskreis, der kein Ende nehmen kann, niemals. Ich bin gerade in einer Phase in meinem Leben, ich habe sehr viele physische und psychische, ich nenne es Symptome. Es sind Schmerzen, das ist Unwohlsein, das ist Angst, das ist Traurigkeit, das ist Verzweiflung. Manchmal kann ich tagelang nicht richtig essen und trinken. Und als das alles anfing lauter zu werden, wollte ich das kontrollieren. Ich wollte nicht, dass das so ist. Das ist unangenehm. Das reißt alles in meinem Leben auseinander. Also fing die Kontrolle an zu überlegen, was habe ich getan, dass es ausgelöst wurde? Woher kommt das? Wieso ist das da? Was kann ich tun, damit es nicht mehr wiederkommt? Weil darum geht es ja bei dem Gedanken zu überlegen, woher kommt etwas, dass wir es entweder vermeiden können oder direkt bekämpfen, bevor es überhaupt in unser Leben tritt. Und dann anzufangen, darum zu denken, okay, wie kann ich das ändern? Was muss ich tun? Und wenn es dann da ist, was muss ich tun, damit ich es ändern kann? Damit es wieder weggeht. Und es ist egal, ob ich zu Ärzten gehe, Therapeuten, Chiropraktikern, Osteopathen, Heilpraktikern, ein Wunderguru in Indien. Egal was, Hauptsache, es geht weg und ich kann es kontrollieren. Und da kommen wir wieder in diesem Kreislauf. Je mehr ich es kontrolliere, desto länger bleibt es vorhanden. Früher hatte ich sehr viele Panikattacken, mehrere Panikattacken pro Tag über Monate, Jahre hinweg. Mein Leben bestand eigentlich nur darin, ich sitze ausgeschaltet auf der Couch oder ich habe eine Panikattacke. Und damals war das Mittel meiner Wahl, um die Panik zu kontrollieren, weil ich wollte das nicht fühlen, egal wie. Ich will das nicht fühlen müssen. Ich will dieses Gefühl der Panik nicht. Ich will nicht, was es mit meinem Körper macht. Ich will nicht einen schnellen Herzschlag und dass mir schlecht ist und nicht mein ganzer Magen-Darm aus dem Ruder gerät. Ich schwitze extrem stark. Ich habe diesen Tunnelblick. Und nichts hat es weggemacht. Gar nichts. Bis auf Medikamente. Bei mir war das Mittel der Wahl Lorazepam. Das ist ein sehr starkes Beruhigungsmittel aus der Wirkstoffgruppe der Benzodiazepine. Sehr effektiv und sehr abhängig machend. Aber es hat Erleichterung gebracht. Und es waren Zeiten, wo ich viele Panikattacken wahrscheinlich nicht überlebt hätte, weil ich es nicht fühlen wollte. Ich wollte es nicht fühlen müssen. Und da waren die Medikamente ein Segen. Man kann nicht alles einfach schwarz-weiß sehen, alles verteufeln oder alles gut finden. Aber was passiert mit denen, oder das war meine Einsicht, und das muss ich ja für sich selbst herausfinden. Ich habe für mich erkannt, wow, okay, es kommt eine Panikattacke, dann nehme ich das Medikament, dann geht die Panikattacke weg. Und für mich hat es den Eindruck wie, das Medikament macht es weg und dann ist es wieder gut, bis halt irgendwann in der Zukunft die nächste Panikattacke kommt. Ich dachte quasi, ich überspringe die unangenehme Panikattacke durch das Medikament und muss dann für mich feststellen, aber anstatt dass ich sie überspringe, schiebe ich die Panikattacke nur vor mir her. Das Medikament lässt sie nicht überspringen. Das Medikament macht einen Break rein und sagt so, okay, von jetzt an machen wir was anderes, bis die Wirkung wieder nachlässt. Und dann kommt irgendwann die nächste Panikattacke. Und mal von diesem Abhängigkeitsgefühl abgesehen, was dieses Medikament von mir macht, hat es natürlich viele Nebenwirkungen, die irgendwann so schlimm wurden bei mir, dass
dass ich die Wahl treffen musste, nicht mehr auf die Medikamente zurückzugreifen, sondern das Schlimmste zu machen, was ich mir zu dem Zeitpunkt vorstellen konnte, die Kontrolle abgeben. Nicht mehr zu kontrollieren. Nicht mehr zu kontrollieren, was habe ich getan, damit das ausgelöst wurde. Wie habe ich mich verhalten, was habe ich gedacht. Oder was jemand im Außen, das ist noch viel schöner, wenn man anderen im Außen die Schuld daran geben kann. Weil man dann richtig wütend werden kann und sagen kann, du bist dran schuld. Und dann vermeidet man diese Person einfach, die es vermeintlich ausgelöst hat. Und das war eines der größten Schritte in meinem Leben, diese Kontrolle abgeben zu können. Und das ist spannend, weil die Kontrolle ist ein Teil von mir, immer noch. Die erste Reaktion auf ein unangenehmes Gefühl in meinem Leben ist immer zu kontrollieren, zu überlegen, was habe ich getan, was es ausgelöst hat und was kann ich tun, dass es weggeht. Und es dauert immer einige Momente, bis ich erkenne, ich bin wieder in diesem Kontrollkreislauf gefangen. In diesem Kontrollkreislauf von, oh Gott, es soll weggehen, ich muss irgendwas tun, damit es weggeht. Um mich da rauszuziehen und zu erkennen, jetzt kommt das Harte, der schnellste Weg, damit es weggeht, nicht für immer, aber in diesem Moment ist die Kontrolle abzugeben und loszulassen. Und zu erkennen, ja, das ist gerade hier, das darf da sein. Und jetzt mache ich was anderes. Während den Panikattacken oder auch während generell diesem ganzen Unwohlsein, was ich in meinem Körper mit mir herumtrage, die meiste Zeit, habe ich Dinge getan, damit es weggeht. Und das ist total witzig eigentlich, als mir das dann klar wurde. Solange ich Dinge tue, damit das weggeht, damit ich es kontrollieren kann, was gerade da ist, was ich nicht fühlen möchte, solange bleibe ich an diesem unangenehmen Gefühl hängen und lasse es nicht los. Das heißt, wenn ich Sport gemacht habe, damit es weggeht, wenn ich Fernsehen geguckt habe, damit es weggeht, egal was, soziale Kontakte haben, damit es weggeht, war im Hinterkopf weiter der Gedanke, es muss jetzt weggehen, wo ist es? Ist es noch da? Ich fühle mal, oh, da ist immer noch die Panik. Nein, ist immer noch da, shit. Und die größte Übung war zu sagen, ich gebe diese Kontrolle ganz bewusst ab und ich lasse los und ich mache jetzt etwas anderes, ohne darüber nachzudenken, dass ich das andere mache, damit das unangenehme Gefühl weggeht. Und das ist tagtäglich für mich eine große Herausforderung, mich daran zu erinnern, diese Kontrolle abzugeben. Und natürlich hat das was mit Vertrauen zu tun, mit Vertrauen dahingehend, dass ich in mich vertraue, dass ich das handeln kann. Dass ich in meinen Körper vertraue, dass der das handeln kann. Dass mein Körper das schafft. Und zu wissen, hatte auch einen Zeitaspekt zu wissen, ich habe das schon sehr, sehr oft erlebt. Und es ist jedes Mal wieder vorbeigegangen. Und ich habe für mich das Bildnis im Kopf, dass ich mich lehre dadurch. Also wenn ich dem Gefühl erlaube, da zu sein, wird dieser Druck in meinem Körper weniger. Und ich lasse das Gefühl los. Das heißt nicht, dass es nicht wiederkommt. Das war auch immer mein Gedanke, war immer irgendwas zu tun, damit es auch nie mehr wiederkommt. Das war ganz wichtig. Kontrolliere. Und dann zu erkennen, nee, darum geht es nicht. Es geht schneller vorbei, wenn ich es nicht kontrolliere. Es geht schneller vorbei, wenn ich es loslasse. Und ich weiß, ich kann das schaffen. Ich kann mir vertrauen. Ich kann meinem Körper vertrauen. Und ich weiß, dass ich die Kraft und die Stärke habe, da durchzugehen. Spannenderweise kommt dann meist der Gedanke, ja, bis es das nächste Mal kommt. Ja, so. Und somit verbringt man den größten Teil seines Lebens damit, darüber nachzudenken, wann es das nächste Mal auftaucht oder dass es gerade da ist oder dass es endlich weggehen soll. Und ein riesiger, ganz großer, mutiger, starker Schritt ist zu sagen, ich gebe diese Kontrolle über meine Gefühle, über meinen Körper, über meine Schmerzen, mein Unwohlsein, meine emotionalen und physischen Schmerzen ab. Nicht an jemanden im Außen, sondern in die Welt. Und ich lasse sie los. Und kann dadurch spüren,
dass sie viel schnell wieder vorbeigehen, dass sie wie Wasser einfach weiterfließen. Versucht mal, einen Fluss an die Quelle zurückzudrängen. So ist es, gegen eine Panikattacke zu kämpfen. Immer und immer und immer wieder. Oder lasst den Fluss einfach fließen. Und dann fließt er einfach weiter. Das Wasser fließt weiter. Also seid so mutig, Gefühlen zu erlauben, da zu sein. Keine Angst davor zu haben, die Kontrolle abzugeben. Ich danke euch.